Hi Leute und willkommen zurück zu Vampyr. Eigentlich wollte ich zum Theater, aber da ich jetzt Montagabend kurz nach 22 Uhr endlich wieder Internet habe, konnte ich herausfinden, wo man die letzten Rezepte bekommt. Und zwar praktisch direkt nach dem Friedhof hätte man die halt bekommen können. Und zwar sie soll hier irgendwo da vorne. Da... Kuriose Formel, genau. Das müssten die fehlenden Rezepte für... Haben es geschafft. So, gleich mal gucken. Genau, diese brauchen wir noch. Dahin wollen wir. Und ich will hier hin. Benötigt 26. Also ich muss irgendwas Billiges lernen am besten. Nicht gereicht. Toll. Verstärkter Speer oder Multispeer? Kann ich nicht. Toll. Können wir unseren Schattenschleich-Dings nochmal besser machen? Und es hat immer noch nicht gereicht. Jetzt ist er. Ach, ich will jetzt auch nichts Unnützes. Das Ding könnten wir... Okay. Ultimativ. Abgrund. 1300 Damage. Instant Level 27,5, Alter. So. Okay, wir sind jetzt kurz vor dem Theater. Zum Glück vom Whitechapel aus. Nicht so einen langen Weg hier runter. Problem ist, hier stehen natürlich überall Idioten im Weg. High-Level-Idioten. Danke für die Patronen. Habe ich gebraucht. Habe ich nämlich vergessen zu kaufen. Was mir halt immer noch stört, diese Ausdauererholung. Dafür hätte man irgendwie noch so ein Skill machen können. Man hat zwar die Seher dafür, dass man sich Ausdauer schneller wiederholen kann, aber dafür hätten sie auch ruhig noch ein Skill machen können, so ein extra Ding.
Also wir sind jetzt im Theater, weil wir... So Priwen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Also, die haben jetzt hier ihr Gebiet. Nix. Also hier stirbst du, Junge. LOL, kommt mir der hier mit... Da. Gestoppt, zufrieden. Natürlich, als wenn irgendeiner hier noch weiter rumfuchteln könnte und ein paar Mal ein Schwert durch die Brust gezogen bekommt. Bericht. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Okay, da haben wir einen Schlüssel für irgendeine Tür. Toll. Das Problem ist, für welche Tür? Wo ist denn noch eine Tür? Moment, hier ist, glaube ich, noch eine Tür. Ja, okay. Okay, ja, das war richtig. Nein. Ich habe die halt alle getötet und nicht gesehen, dass da noch irgendwas lag auf dem Tisch. Ja. I cannot enter. Natürlich, ich habe einen Schlüssel und komme nicht rein. Ach, da geht's weiter. Ach, blind. Hier ist auch noch was. Turn around, sir. Darlings! I hate leeches! Also ich hasse Gas. Oder was du bist. 3, 2, 1. Okay, hier sind wir richtig. It's locked. Es verarscht mich. Ich hab doch... I cannot enter. Ach, hier ist noch eine Tür. It's locked, all right. It's locked. Blood of a pure heart. Garlic. Blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Okay. It's locked, all right. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, internal bleeding.
Ouch. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Geoffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Yes, your death is imminent, Dr. Swansea. But I swear, it will be quick. I already told you to call me Edgar. Am I no longer your friend? I believe you never have been, sir. You have lied to me at every step and betrayed the trust of a woman I cherish. You and the lady? Really? Why, I should have seen it coming, I suppose. May I add that I welcome the biting, I mean. You have your wish. Is it going to hurt? I always wondered. Also wir konnten ihn halt nur töten, weil wir gar nicht genug EP hatten, um ihn zu verwandeln.
Okay, jetzt haben wir es. Tot. Das Desaster zu bekämpfen? Mit alter Liebesbrief. War soweit denn nichts, nur die verschlossenen Sachen, ne? Ja. Okay. Das war anders, als ich es erwartet hatte, auf jeden Fall. Ich weiß, der Doktor war immer so ein bisschen komisch, aber nicht so komisch. Und wir versuchen jetzt zusammen mit unserer Vampirfreundin hier ein Gegenmittel irgendwie zu machen, herauszufinden, keine Ahnung. Und ich hoffe, wir müssen nicht das machen, was ich denke. Das wäre uncool. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. Poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth!
sterben. Ey, letztens war da noch ein Bild von uns. Wo ist das? Jetzt dürfen wir alle Gebiete nochmal ablaufen. GG. Was soll denn das? Natürlich heilt man eine Krankheit, indem man noch mehr Blut sammelt. Nicht. Also normalerweise, es gibt ja verschiedene Vampir-Theorien. Und zwar gibt es eine darunter, wenn man den Vampir tötet, praktisch die Mutter oder Vater, der die anderen erschaffen hat, sterben die anderen auch. Oder werden zurückverwandelt. Das ist... Ich glaube, das ist nicht eine der häufigsten Theorien, aber die gibt es auch in verschiedenen Filmen und Büchern. Und ich hatte eben für eine Sekunde gedacht, wir müssten sie töten, damit das alles aufhört. Aber zum Now would be a Glück good das time nicht. to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Erstmal gehen wir zum Club und holen das Blut von William Marshall aus dieser Urne oder was das da war. Aber wir sind rausgefeuert worden aus dem Club. Das heißt, es kann sein, dass wir die jetzt erstmal alle niedermetzeln müssen. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Between men and women. Sir, you are not welcome. Das war mir so klar. Es hat aber auch einen Hinterausgang, Eingang, whatever. Wenn das jetzt nicht auch zu ist. Sag ich doch. Ihr müsst doch alle Türen verschließen, wenn ein Vampir umgeht. Jetzt gibt's richtig Ärger. Oder kann ich hier locker drin umherlaufen? I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Das Blut ist oben, ne? Aber wir sollen ihn finden. Warum sollen wir ihn finden? Wir müssen nur noch oben gehen und das holen. Ich habe
böses Gefühl. Ich hab's gewusst. Ich weiß schon, warum ich die auf Feuer aufgewertet habe. Genau wegen so einem Typen hier, die einfach einen andashen und Hälfte Leben wegmachen. Ulti. Ich weiß nicht, wie du aus meiner Ulti rausgekommen bist, du Penner. Oh mein Gott. Das sagt ja richtig. Ah, ist er. Sammelobjekt. Geschichte des Eskamps. Okay. Ich habe keine Schuss mehr in der Shotgun. Wenn der jetzt auch noch genauso stark ist, haben wir ein Problem. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Stop this farce. Marshall never was your maker. I have no idea how you acquired his blood, but I need it now. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reid. Our fate lies wholly in your hands. You again? What do you want? I have a few questions to ask. You hold in that vial the most... Hallo? Man kann die nicht umbringen. Dann ist eine verschlossene Tür. Ich will einen Schlüssel dafür. I cannot enter. Das heißt, ich muss ihn irgendwie umlegen können. Man. Okay, das nächste... Von McCallum. Und vom Leichenschauhaus. McCallum ist... Oh, Fick auf dem Friedhof. Okay, ich gehe zum Krankenhaus, da sehen wir uns gleich. Okay, wir suchen jetzt hier Insulin. Ich war hier schon mal kurz drin, habe hier schon mal ein bisschen geklärt. Hier war nichts und unten, wo ich zig Mann gekillt habe, war auch nichts. Deshalb nehme ich mal an, dass das irgendwas oben sein muss, denn von oben hört man noch immer irgendwelche Geräusche. Und ich habe einfach 10 Minuten hier umsonst alles totgeschnetzelt, weil ich praktisch im falschen Stock war. Ungeil.
Liegt das hier zufällig irgendwo einfach so rum? Insulinampulle. Best run along home, sir. Ja, ja. Best stop. Lass diesen Scheiß nach deinem Einsorgen richtig. It's done for him. The beast must die. Hallo? Das schlägt mich mit dem Stock und ich sterbe davon, wollt ihr mich verarschen? Verarsch mich doch. Remember your vows, friends. So. Auch nicht. Ja, ich weiß, dass da noch irgendwas rumkreischt. Aber das ist hier, ne? There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Was? Thank you, Dr. Polescu.